Hallo, ich begrüße euch. Fachvokabulare kuratieren, so heißt die Playlist, dessen sechstes Video ich hier jetzt gerade aufnehme. Zelladressen oder Zelladressierungen in Formeln mit der Hyperlink-Funktion verstehen. So lautet der Titel und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich gehe dazu zu meiner Excel-Arbeitsmappe. Im Prinzip ist das, was ich im letzten Video hinterlassen habe. Die Wortunikate sind schon gebildet, entweder über das Makro in dem vorvorletzten Video oder über die Pivottabellen, wo ich hier die Wortunikate in gleicher Weise herausholen kann aus einem Text. Nur hier ist es eben absteigend sortiert und daneben haben wir dann die Häufigkeiten, mit denen das vorkommt. Ja, wir sehen hier vorn in der Spalte A steht noch der vollständige Text. Der ist, wenn ihr euch erinnert, etwa 68 Seiten lang. Das ist also ein Text von der Kultusministerkonferenz zum Rahmenlehrplan für die Elektronik oder Fachinformatiker. Und das wollen wir also hier einfach mal als Vokabularquelle hinnehmen. Es hat für mich den Vorteil, ich muss mich da um keinerlei Urheberrechte kümmern, wenn ich das übersetze. Weil solche amtlichen Schreiben, da gibt es keine Copyrights, kann man also immer verwenden, kann man auch übersetzen. Das ist was anderes, wenn ich Fachbücher nehme. So, wir haben also hier den Text, über 12.000 Worte oder Zahlen stehen da drin. Das sehe ich auch hier unten bei der Anzahl, 12.889 Zellen sind hier nicht leer, das ist aber eine Überschrift von mir. Und wenn ich hier auf Spaltenkopf C klicke, dann sehe ich bei der Anzahl hier unten, da bleibt dann noch übrig 1991, aber da muss man eben auch die Summen und die Zeilenbeschriftungen abziehen, dann bleiben also noch 1989 übrig, aber da sind dann auch noch die Zahlen drin, also genau genommen bleiben dann also vielleicht 1800 einzelne Worte übrig. Und die habe ich hier zusammengestellt, egal auf welche Methode. Hier stehen die Wortunikate in der Spalte A, oben drüber da stehen dann noch, hier sind es jetzt 1919, aber wenn man die beiden den Hyperlink und die Überschrift nimmt, dann bleiben 1917 übrig. Und das ist jetzt das, wo ich verknüpfen will. Ich habe hier oben schon so ein paar Verknüpfungen eingetragen, zum Beispiel im Wiktionary das Wort abbilden. Da klicke ich mal darauf. Ihr seht, wenn ein Hyperlink in der Excel-Tabelle steht, dann funktioniert er auch. Schauen wir uns an, in dem Wiki-Wörterbuch, also Schwester von der Wikipedia, kann man sagen, in diesem Wiki-Wörterbuch steht also drin, abbilden, ne, das ist hier genannt, und hier kommt dann die Erklärung, was es ist und wie man es trennt, die Bedeutung und Beispiele und so weiter. So, das ist also hier im Wiktionary. Wenn ich dann bei DeepL nachschaue, habe ich darauf geklickt, dann habe ich hier die Übersetzung, abbilden, mapped, steht dann da, gibt also noch Alternativen. Und wenn ich dann schaue bei Bing, das ist also einfach hier oben der Link, den ich benötige, um diese Stelle hier bei Bing aufzusuchen, dann habe ich hier also auch abbilden. Ähnlich wie wir es eben schon gesehen haben, es kommen hier unten dann auch die Möglichkeiten, hier im Wiktionary das aufzusuchen. Die Suchmaschinen liefern ja eben auch solche Stellen, die ich hier schon vorbereitet habe. Bing haben wir jetzt gesehen, das gleiche ist dieser Link bei DuckDuckGo. Das ist also auch eine Suchmaschine, die eben sich von Bing und Google unterscheidet. Manche mögen sie, aber ihr seht hier unten, was da an Prioritäten steht, das ist nicht viel anders als bei den anderen Suchmaschinen Duden und Wiktionary und eventuell die Wikipedia oder das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Die sind also hier auch verlinkt. Das heißt, man kann sich also hier an vielerlei Quellen informieren. Google, das ist ja altbekannt, aber damit ihr seht, geht auch. Ne? Abbilden kann man sich hier sofort vorsprechen lassen. Und da stehen dann also auch die üblichen Verdächtigen, wo man sich über das Wort schlau machen kann, sei es Wiktionary oder digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, Duden, alles dabei. So, jetzt ist also klar, Hyperlinks gehen. Jetzt kann man die aber verallgemeinern.
Ihr seht hier oben in der Zeile, die ich hier stehen habe, da ist also ein konkreter Hyperlink zum Wort abbilden. Darunter steht das, was ich für alle Worte, die ich da suche im Wiktionary oder bei DeepL oder bei Bing oder DuckDuckGo, die haben immer den gleichen Beginn, also die URL, der Uniform Resource Locator. Das ist also hier bei Wiktionary immer gleich, genauso bei DeepL oder Bing oder DuckDuckGo und Google. Und das kann ich mir zunutze machen. Das, was bei allem gleich ist, das brauche ich auch nur einmal hinzuschreiben. Hier jetzt in der Zeile 2 unter der Spalte C fürs Wiktionary und daneben für DeepL. Also ihr seht, das ist der Beginn dessen, was oben drüber mit Abbilden gemacht ist. Nur alles, was rechts von dem Slash, von dem Schrägstrich kommt, das ist weggelassen, weil das will ich hier vorne aus der Liste holen. Entsprechend sieht die Hyperlink-Funktion aus, die ich da verwende. Ich setze die jetzt einfach mal hier ein. Fängt mit dem Gleichheitszeichen an und dann kommt hier der Name der Funktion Hyperlink und dann kommt das Wichtigste, die Zelladressen. Und da seht ihr, da stehen bunte Sachen drin, blau und rot ist es, oder doch blau und rot, sieht man ja auch oben drüber. Und ich will das gleich erst erklären. Jetzt habe ich das einfach mal abgeschickt. Und jetzt steht die Formel da und jetzt kann ich sagen, okay, die brauche ich aber auch bei DeepL und bei Bing und DuckDuckGo und Google. Jetzt kopiere ich die einfach nach rechts. Jetzt ist überall der entsprechende Eintrag bei DeepL oder Bing oder den anderen Suchmaschinen zu sehen. Und wenn ich hier doppelt auf das Ausfüllkästchen klicke, dann bin ich schon fertig. Das heißt, eine Formel habe ich erstellt, nach rechts rüber kopiert und dann mit dem Doppelklick nach unten. Wenn ich hier ganz nach unten gehe, dann sehe ich, da ist das letzte Wort ist zwischen. Und wenn ich dann auf DeepL gehe, jetzt habe ich die erste Zeile nicht festgehalten, aber in der Spalte steht DeepL, dann sehe ich hier zwischen wird mit between übersetzt. So, das hat also wunderbar funktioniert. Eine Formel und die geht jetzt also für alle Worte dieser Liste. Das hätten auch noch ein paar tausend mehr sein können. Und die hätte auch noch für andere Suchmaschinen oder andere Nachschlagewerke gegangen, wenn das also hier ähnlich aufgebaut ist wie hier. Das heißt, ich habe einen konstanten Teil, der immer der gleiche ist bei diesen Nachschlagewerken für Wiktionary und danach einen variablen Teil, der in der Spalte A entnommen wird. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ihr sollt ja in der Lage sein, euch mit der Hyperlink-Funktion schlau zu machen. Kann man natürlich mal zeigen, dass das sofort aktualisiert wird. Wenn ich hier vorne mal reinschreibe Hyperlink, dann wird das Wort ersetzt durch Hyperlink. So, Hyperlink habe ich geschrieben, drückt die Enter-Taste und dann sieht man, hier steht jetzt Hyperlink. Und wenn ich hier auf das Wiktionary klicke, dann wird auch nicht mehr Up nachgeschlagen, sondern Hyperlink. Und dazu findet man dann also auch die kurze Erklärung der Bedeutung, Querverweis in Hypertexten, vor allem auf Internetseiten. Also das ist ja genau das, was wir gerade sehen. Und dann gibt es hier auch noch Beispiele, man kann sich es auch vorsprechen lassen. Und Synonyme ist, oft wird da nur kurz Link gesagt. Also das ist also, was man hier zu Hyperlink in Wiktionary findet. Ich schließe das, lege das mal als Symbol ab. Bei DeepL, klar, Hyperlink kann man nicht ins Deutsche übersetzen, das heißt genauso. Im Deutschen heißt es Hyperlink und im Englischen steht hier das Gleiche, nur noch als Alternative Link. So, schauen wir uns das nur an, hier hinten bei Google. Da wird genau wie bei den anderen Suchmaschinen wahrscheinlich auch der Artikel in der Wikipedia ganz weit oben stehen. So ist es dann auch, sehen wir hier. Hier kann man dann erstmal die Definition lesen, ein Hyperlink. Übersetzung, Verknüpfung, sinngemäß elektronischer Verweis. Kurz, Link ist ein Querverweis in einem Hypertext, der funktional einen Sprung zu einem anderen elektronischen Dokument oder an eine andere Stelle innerhalb eines Dokuments ermöglicht. Ja, hört sich ein bisschen komisch an. So, aber das ist es, was ich brauche. Da kann man jetzt also noch intensiver nachlesen. Das könnt ihr ja selbst machen. Also wir haben gesehen,
wenn ich hier vorne Worte ersetze durch andere Worte, dann wird natürlich das entsprechende durch die Formel automatisch verknüpft, verlinkt. So, das haben wir also hier jetzt gesehen. Jetzt will ich diese Formel mal erklären. Ich habe die ja jetzt einfach mal dahingestellt, aber wenn man jetzt hier auf der ersten Formel ist, wo hier eben Zelle C5 steht, dann habe ich die Formel hier oben. Ich gehe mal da rein und das Schöne ist, wenn ich reinklicke, dann sehe ich, woher die Argumente kommen. Ich sehe, der blaue Teil hier vorne ist die Zelle C2 und die wird mit dem und, was hier steht, verknüpft mit der Zelle A5. Und genau das ist ja das, was dann mit der Verknüpfung rauskommt, ist das, was oben drüber steht, nur da steht nicht in der Zelle A5 abbilden, sondern da steht Hyperlink. Also der vordere Teil, der ist festgehalten und das ist also auch wichtig, der kommt in diesem Fall bei der Formel immer aus der zweiten Zeile. Deshalb steht vor der 2 ein Dollarzeichen. Das hat also jetzt nichts mit Euro oder anderen Währungen zu tun, sondern das ist einfach der Hinweis, die zweite Zeile wird bei Kopiervorgängen festgehalten. Wenn da kein Dollarzeichen steht wie beim C, dann wird immer auf die Spalte verwiesen, die da steht, relativ. Wenn ich das nach rechts kopiere, steht da D und noch 2 weiter steht dann E oder F oder G, wenn ich da weitergehe. Das wird also angepasst, was in der Spalte steht, aber die zweite Zeile ist festgehalten. Entsprechend aber nur eben bezüglich der Spalte ist das dann mit A5. Da ist ein Dollarzeichen vorm A, das heißt, wenn ich die Formel rechts rüber kopiere, wird immer aus der Spalte A entnommen, aber wenn ich es nach unten kopiere, da wird immer die aktuelle Zeile verwendet. Und das Gleiche sehen wir dann auch noch bei dem zweiten Argument, wo Name steht. Also das zweite Argument $A5, was da nach dem Semikolon und vor der Klammer steht. Ich kann ja mal drauf zeigen, ne, dieses zweite Argument. Das ist das, was dann angezeigt wird. Könnte man weglassen, dann steht die komplette URL dort, aber das ist ja nicht so hilfreich, weil das, was am Anfang steht, das brauche ich ja nicht wissen. Ich interessiere mich für die Bedeutung eines Wortes, aber nicht unbedingt, ob das jetzt HTTPS ist und wer weiß was. So, das haben wir also hier gesehen. Ich habe also hier diese Formel mal kurz erklärt, aber das geht noch besser. Wenn ich hier auf das Fx klicke, dann sehe ich das, was ich gerade erklärt habe, nochmal nur innerhalb eines Dialoges. Ja, hier, das kann man ja auch ein bisschen verschieben, damit man sieht, aha, da ist es. Gucken wir an, Hyperlink-Adresse, das ist das, was hier in der Klammer steht als erstes hier, das ist die Hyperlink-Adresse und da, wo freundlicher Name steht, das ist auch nicht fett gedruckt, das ist also hier einfach ausgezeichnet, freundlicher Name, weil das kann ich weglassen, habe ich ja gesagt, dann bleibt da nichts anderes übrig als Ergebnis, wie wir es hier unten sehen, HTTPS, im Prinzip das, was also auch da oben steht. So, das will ich aber nicht, ich will also immer das haben, was ich hier stehen habe, nämlich hier die Zelle A5. Aber da erinnern wir uns, da muss das A festgehalten werden. Da kann man das Dollarzeichen manuell vor das A schreiben mit der Tastatur oder man kann auch die F4-Taste drücken. Aber das habt ihr ja schon drauf vom Grundkurs Excel oder vom Selbstlernen und Erfahrung. So, jetzt habe ich das also wieder so gemacht, wie es vorher war. Ich klicke mal auf OK und jetzt ist die Funktion auch fertig und ich kann die auch wieder nach rechts rüber kopieren, wenn ich will, ja. Und nach unten, wenn ich doppelt draufklicke, falls die vorher noch nicht da stand. So, das ist jetzt nochmal der ganze Bereich, wo die Hyperlink-Funktion jetzt mit einer Variante richtig umgesetzt wird. Können wir uns ja mal anschauen. Abschlussprüfung hier bei DeepL. Da steht Abschlussprüfung und Final Exam oder Final Examination oder Final Audit. Und schauen wir es uns auch mal an bei DuckDuckGo, weil die kennt ja kaum einer, diese Suchmaschine. Und da sieht man hier Abschlussprüfung. Ja, kommt erstmal Werbung.
und da unten dann Wikipedia. Ja, man kann auch sagen, ich will mal Bilder dazu anschauen zur Abschlussprüfung. Und da sehen wir dann hier Beispiele, Prüfung bestanden. Ja, alles, was also bildlich so mit Prüfung verbunden wird, können wir da sehen. So, das war's, was ich euch hier zeigen wollte. Hyperlink in seiner vollen Funktionalität. Ja, ich habe hier noch was vergessen zu erklären. Diese Begriffe habe ich ja erklärt. Das ist also der Hinweis, wo nachgeschlagen wird. Das X hier, das ist dazu gedacht, dass man da in die Spalte Marken setzt. Das kann ein kleines X sein, es kann aber auch eine Zahl sein. Damit könnt ihr dann hinterher leichter filtern. Aber das kommt ja noch später, nur damit klar ist, warum steht hier so ein X. Damit bin ich fertig mit dem 6. Video. Ihr wisst jetzt, wie wichtig es ist, Formeln mit Hyperlink erstellen zu können und vor allen Dingen darauf zu achten, warum gibt es relativ und absolute Zelladressen, was hat Dollar für eine Bedeutung, wenn ich so eine Formel kopieren will. Aber das ist dann ein anderes Thema vom Grundkurs. Für heute bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich dann, wenn ihr euch bei den verbleibenden 4 Videos zu dieser Playlist dann auch noch einfindet. Tschüss.